Was geht ab? Willkommen zurück auf dem Kanal. Der Winter war lang genug. Es ist auf jeden Fall Zeit, neue Teile wieder zu verbauen. Die Saison hat ja angefangen. Die eine oder andere Ausfahrt hatte ich schon. Ich hatte ja schon angeteasert, dass ich das ein oder andere Teil verbauen werde. Hierzu gibt es kein separates Video, ist eigentlich einfach, ich habe mir das jetzt gespart. Eigentlich ziemlich simpel, hier die Imbusschrauben einfach lösen und einsetzen. Das ist der alte Tankdeckel, was hier natürlich cool ist, dass man es abschließen kann. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon Erfahrungen damit hat. Mir ging es eigentlich nur darum, dass es schwarz sein sollte. Ich denke, vielleicht kann man das hier Pulver beschichten. Also gern unten in die Kommentare, wenn jemand von euch schon damit Erfahrung hat. Der hier ist ja, relativ einfach, leider nicht zum Abschließen, dafür schön zu öffnen und mit einer Hand easy. Also das ist jetzt mal der Teil. Ich habe ein ganz besonderes Teil von WSC Noise, und zwar den Schaltwellenverstärker mit Abdeckung von dem Ritzel. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei Melanie bedanken. Und zwar war es so, wir haben Sitze getauscht. Mein Sitz war ja ursprünglich rot. Sie hatte einen schwarzen Sitz. Und in der Aprilia Facebook-Gruppe haben wir uns dann ausgetauscht und die Sitze praktisch verschickt. Das Ganze hat ganz gut geklappt. Deswegen möchte ich mich auch nochmal an der Stelle bei ihr bedanken und wünsche ihr weiterhin gute Fahrt und viel Spaß mit dem Sitz. So. Und das Ganze ziehen wir bei 12 Newtonmeter fest. Also das schaut schon mal ganz gut aus. Beim ersten Hinschauen fällt auf jeden Fall auf, dass hier alles mehr oder weniger exponiert ist, also alles ist offen. Das heißt, der ganze Schmutz und das ganze Fett hat auf jeden Fall freie Bahn. Das war hier vorher ein bisschen anders. Ja, hier hat sich halt eher in den ganzen Stellen gesammelt. Jetzt muss man darauf achten, dass das Ganze ein bisschen sauber bleibt und muss man öfters putzen. Und ja, die Abdeckung hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Mir ging es wirklich nur um den Schallwellenverstärker. Geht auf jeden Fall mal auf die Homepage von WSC Noise. Die haben ganz viel, was Aprilia RS 660 betrifft. Die haben da auch einen Umbau, einen eigenen, den sie so ein bisschen mit der S660 Trofeo vergleichen, und laut dem Dyno schneidet das Bike auf jeden Fall sehr gut ab. Die haben da auch viel Erfahrung mit. Wie gesagt, das Teil kostet ca. 170 €. Dafür aber ein Schaltwellenverstärker und diese integrierte Ritzelabdeckung. So, nun kommen wir zur ersten Abdeckung. Auf jeden Fall sind bei GB Racing jeweils Anleitungen dabei. Theoretisch könnt ihr hier nichts falsch machen. Ein wenig freigelegt, und zwar muss man das komplette Seitenteil abnehmen. Das ist jetzt kein Problem, sind kleinere Schrauben. Dennoch wollte ich euch jetzt das Ganze ersparen. Das ist eigentlich nicht so ein großes Thema. Wie gesagt, das einzige Thema, was nachher sein wird, die Pumpe, da muss man aufmachen und das Ganze in dem Behälter abfangen.
Ich habe auch hier nochmal zusätzlich die Schraube unten aufgemacht, einfach um hier ein bisschen flexibler zu sein, dadurch, dass ich hier hin muss. Das Ganze würde mit 12 Newtonmeter anziehen. Also wie gesagt, Kühlflüssigkeit ist abgelaufen. Ich würde jetzt mal die 3 Schrauben hier lösen. Das Ganze kommt nachher hier so drauf. Was ich vielleicht noch mache, ist für das bisschen Restflüssigkeit, ich sehe jetzt auf dem Boden, ist der ein oder andere Tropfen. Ich würde hier das Handtuch ein bisschen drauf. Auf jeden Fall mal beobachten während der Fahrt, ob sich da irgendwas tut. Theoretisch dürfte alles in Ordnung sein, aber sicherheitshalber einfach mal nochmal checken. So, nun kommen wir auf die Kupplungsseite. Ich habe es mal vorbereitet, so wie es sein muss. Jeweils mit Distanzringen. Von dem her können wir uns gleich an die Arbeit machen. So, und das Ganze ist nun fertig angebaut. Wie ihr gesehen habt, das war relativ einfach, nur die Wasserpumpe, da liegt die größte Schwierigkeit, und das Seitenpanel auseinanderbauen. Also wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es kein Problem. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, und werde die Schaltwellen
Verstärkung von WSC Neues auf jeden Fall probieren und gebe euch Rückmeldung, wie das Ganze war. Bis zum nächsten Mal. Peace out.